Warum ich für die Reinigung einer Felge 6 Reiniger, zahlreiche Tools und über eine Stunde Zeit gebraucht habe, zeige ich dir in diesem Video. Außerdem erkläre ich dir, wie du einen effektiven Prozess entwickeln kannst, damit du dir die Zeit sparst und trotzdem so einen Felgenzustand in dieses optimale Ergebnis verwandeln kannst. Wir starten immer mit der möglichst wenig aggressivsten Methode. Wir wollen ja hier schon vorgehen, das heißt neutraler Felgenreiniger mit sogenanntem Wirkindikator. Hätten wir jetzt eine straßenverschmutzte Felge, also nicht nur Bremsstaub, wie in dem Fall, könnten wir nochmal mit einem alkalischen Vorreiniger wie dem Sonax Multistar vorarbeiten, um diesen sogenannten Traffic Film zu entfernen. Damit, und das ist nämlich das teuerste Produkt dieser Felgenreiniger, damit der wirklich effektiv am Schmutz arbeitet, für den er gemacht ist, nämlich Bremsstaub. War hier nicht der Fall, deswegen habe ich den alkalischen Reiniger nur für die Reifenflanke genommen, um diese zu reinigen und dann erstmal abgekerchert. Du kannst natürlich auch auf dem neutralen Reiniger direkt putzen, aber du hast halt losen Schmutz und wenn du den Reiniger an deine Klamotten spritzt, dann stinkt das und gibt Flecken, deswegen benutze ich den immer nur zur Vorreinigung und dann abkerchern. Ich habe jetzt hier den Sonax Multistar aus der Schaumkanone aufgesprüht, einfach um jetzt die Reinigung mit Bürste und Pinsel schonender zu und effektiver zu gestalten, weil wir einen Gleitfilm haben, der aber natürlich selbst nochmal mit reinigt, finde ich immer eine ganz gute Methode. Alle verwendeten Produkte findest du unten in der Videobeschreibung, also auch alle Bürsten, Pinsel, Reiniger und was auch immer wir hier verwendet haben. Auch hier wieder die Steigerung, erstmal nur die Reinigung mit Reiniger und Wasser ohne Berührung, dann kommt die mechanische Reinigung dazu und dann immer wieder überprüfen, ob das Reinigungsergebnis ausreicht. Nicht einfach mit der gröbsten Methode, saurem Felgenreiniger und einer harten Bürste anfangen. Kannst du machen, wird auch schnell sauber, aber du hast natürlich eine Beanspruchung der Oberfläche, die nicht immer nötig wäre. Ob es hier nötig ist, wirst du im Laufe des Videos noch sehen. Zwischendurch immer das Ergebnis kontrollieren und abspülen, einmal um den Schmutz natürlich zu entfernen, der gelöst wurde, aber auch um zu gucken, wie weit du bist. Und jetzt hier, ja, mussten wir tatsächlich zur Waffe greifen, säurehaltiger Felgenreiniger, weil wir einfach eingebrannten Bremsstaub hinter den Speichen vor allen Dingen hatten. Man sieht es hier, wie sich das mit dem Finger schon löst. Das heißt, der war jetzt hier einfach nötig, um wirklich zu einem Ergebnis zu kommen. Aber auch hier steigern wir uns natürlich in der Methodik. Wir nehmen erstmal einen Chenilhandschuh, um den mechanisch nachzubearbeiten. Das hat wirklich schon einen großen Effekt gebracht. Danach immer wieder, ich kann es nur wiederholen, das Ergebnis kontrollieren und schauen, ob noch ein zusätzlicher Reinigungsschritt nötig ist und so die Methodik von schonend zu, sagen wir mal, aggressiver aufbauen. Deswegen immer mal wieder abspülen und leider in dem Fall feststellen, das hat noch nicht gereicht. Dann bin ich in den Bereich Mechanik gegangen, das heißt, ich habe eine Reinigungsknete mit Schleifmittel genommen, als Gleitmittel der Sonax Scheibenklar und man sieht auch hier, da kommt noch eine ganze Menge runter und es ist aber auch noch etwas drauf. Das heißt, nächster Schritt nochmal saurer Felgenreiniger, etwas längere Wirkzeit, aber Achtung, sauren Felgenreiniger müsst ihr wirklich unter Kontrolle haben. Bei verchromten Felgen, glanzgedrehten Felgen wirklich Achtung. Hier bei silbernen Alufelgen ist das nicht so problematisch. Ich habe jetzt was gemacht, was man eigentlich nicht macht, aber manchmal heiligt der Zweck halt die Mittel. Ich habe nach der mechanischen Reinigung mit dem Handschuh auf dem sauren Felgenreiniger nochmal geknetet. War ultra effektiv, wie man hier sieht. Also wir haben wirklich diesen braunen Matschschlamm vom Bremsstaub effektiv lösen können. War auch so ein bisschen der Durchbruch für die Felge, aber ist natürlich eine enorme Beanspruchung für die Oberfläche und deswegen hier das letzte Mittel der Wahl. Ich habe dann versucht, ob ich den Schaumstoff abgefummelt kriege, habe ich offensichtlich nicht geschafft. Um den müssen wir uns dann später nochmal kümmern, nämlich jetzt. Aber Felge war noch nass, Folienradierer auf nasser Felgen funktioniert nicht, deswegen erstmal abspülen und die nasse Reinigung abschließen. Ich habe jetzt nochmal getrocknet, auch das macht zwischendurch Sinn, um einfach zu kontrollieren, ob alle Oberflächen schon sauber sind. Manchmal verdeckt ja auch der Wasserfilm Schmutz und tatsächlich hier auf dem Felgenstern habe ich gesehen, muss ich auch nochmal mit Knetgleitmittel und Knete arbeiten, aber du siehst natürlich, ich hätte jetzt auch sauren Felgenreiniger nehmen können und drauf kneten, aber es war hier nicht nötig, deswegen immer erstmal die schonendste Methode probieren und dann sukzessive steigern. Als nächstes ging es ans Trocknen der Felge, denn wir wollen Klebstoffreste entfernen. Das funktioniert am besten mit Lösungsmittel und Lösungsmittel sind leichter als Wasser, würden also oben schwimmen. Das heißt, wir brauchen eine trockene Oberfläche. Ich habe erstmal die Felge großzügig mit Nanolex Professional Glue and Tar-X eingesprüht, einfach weil wir überall auch so Teerspritzer und Gummispritzer hatten. Die konnte ich dann erstmal im Großen und Ganzen gut entfernen, bevor ich mich dann im nächsten Schritt um diese Reste von den Wuchtgewichten kümmere. Da ist halt leider noch der Schaumstoffkleberanteil vorhanden. Das heißt, da reicht ein Lösemittel nicht. Da brauchen wir eine gewisse Mechanik und diese kommt im nächsten Schritt. Sieht sehr rabiat aus, ist aber relativ schonend, muss ich sagen. Also ich habe damit noch nie einen Schaden verursacht. Ein Folienradierer und ein Akkuschrauber. Wie gesagt, wichtig hier wirklich nur kurze Intervalle drauf machen, damit einfach nicht zu viel Hitze entsteht und ihr auch nicht Gefahr lauft, die Oberfläche hier durchzurubbeln, durchzureiben. Das funktioniert aber wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also ich habe da bislang gar keine Probleme gehabt auf Felgen ohne Problem, also ohne Gefährdung. Auch hier bei so einem großen Stück
Schaumstoff geht das wirklich super. Beachtet einfach die kurzen Intervalle, damit nicht zu viel Hitze entsteht und entfernt die Klebstoffreste, wenn der Schaumstoff dann runter ist, einfach mit einem Klebstoff und oder Tar, also Teerentferner. Ich bin jetzt hier nochmal punktuell mit der Knete rübergegangen, weil um diesen ehemaligen Kleberest rum noch so ein bisschen flugrostig angesetzt hatte, an dem ich nicht rangekommen bin. Habe dann nochmal final die Felge gewaschen, um alle Reiniger und Schmutzreste oder Partikel von diesen Schaumstoffklebegeschichten nochmal zu entfernen. Habe die Felge getrocknet und dann ist das finale Ergebnis da. Als letztes wirklich der Appell, arbeite von schonend nach aggressiv, spar nicht zu viel Zeit. Klar, wenn du vielleicht eine Verkaufsaufbereitung hast, wo es jetzt nicht drauf ankommt, dann gib halt Gas. Aber generell schonende Felgenreinigung geht wie ein Testspot von mild nach grob. Jetzt kannst du nachvollziehen, warum ich auf keinen einzigen dieser Reiniger verzichten konnte, um ein effektives Ergebnis zu erreichen. Und auch hier geht natürlich immer noch Mühe mehr. Also wir haben noch minimal eingebrannten Bremsstaub an manchen Stellen. Jetzt müsste man den nächsten Schritt gehen, das Polieren. Wäre aber ein anderer Prozess, gehört für mich nicht mehr zur Reinigung. Deswegen weißt du oder hast in diesem Video gesehen, wie du prozesssicher Stück für Stück vorgehen kannst, wenn deine aktuelle Reinigungsmethode nicht ausreicht und immer einen Schritt weiter gehst. Der letzte wäre dann das Polieren und alles, was da noch drin ist, muss lackiert werden, dann ist er nicht kaputt. Ich danke dir fürs Zuschauen, abonniere den Kanal und drück die Glocke, um kein Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Hau rein!